Was würde passieren, wenn ChatGPT Minecraft spielen könnte? Kann es aber nicht. Als KI-Modell habe ich keine physischen Sinne und kann daher keine Videospiele spielen. Deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mit der Hilfe von ChatGPT 100 Tage in einer Minecraft-Hardcore-Welt zu überleben. Dafür habe ich ChatGPT nach einer Checkliste gefragt, die ich dann im Laufe der 100 Tage abarbeiten muss. Für die ersten 3 Tage habe ich von ChatGPT 3 Aufgaben bekommen. Welche Aufgaben das sind, seht ihr gleich noch. Ich habe dann die Welt erstellt und bin als erstes auf einen Baum geklettert, um zu sehen, was so um mich herum ist. Ich habe dann direkt da hinten das Dorf gesehen und bin natürlich erstmal hingegangen. Als ich dann im Dorf angekommen bin, habe ich erstmal 2 Bäume abgebaut, womit ich schon ein Viertel der von Aufgabe 2 fertig hatte. Ich habe dann ein paar Kisten gelootet, mir diese Steinmauer angeguckt und noch mehr Kisten gelootet. In den Kisten habe ich unter anderem Essen gefunden, was vorerst reichen sollte. Ich habe mir dann eine Holzpicke gecraftet und habe damit Stein abgebaut, womit ich mir dann eine bessere Waffe gecraftet habe. Damit habe ich dann Aufgabe 3 abgeschlossen. Mit der Waffe habe ich mich dann auf den Weg gemacht, den Eisengolem zu killen, womit ich dann Aufgabe 2 auch fertig hatte. Jetzt musste ich nur noch eine Basis bauen, womit ich auch direkt angefangen habe. Nachdem ich angefangen habe, meine Basis zu bauen, war dann auch schon Tag 0 zu Ende. Als dann Tag 1 begonnen hat, habe ich angefangen, meine Basis weiterzubauen und den Weg vor der Basis etwas zu dekorieren. Dann habe ich mich ein bisschen in der Gegend umgesehen und habe beim Herumlaufen geguckt, ob ich ein bisschen Andesit finde, weil ich dachte, dass in der Basis bestimmt gut aussieht. Unterwegs habe ich dann Höhlen erkundet und habe dann nach ein bisschen Suchen auch genug Andesit gefunden und habe mich auf den Rückweg gemacht. Und dann habe ich am Abend von Tag 1 noch angefangen, den Eingang meiner Basis mit Andesit zu verschönern und bin dann ins Bett gegangen und habe Tag 1 beendet. Am Morgen von Tag 2 meine Schere gecraftet, um Blätter zu farmen. Auf dem Weg habe ich dann noch einen zweiten Eisengolem getötet, der gespawnt ist. Und bin dann, bevor ich zurück bin, ein bisschen in der Gegend rumgelaufen und habe dann irgendwo im Wald geschlafen, weil ich ziemlich weit weg von meiner Basis war. Als ich dann den 3. Tag begonnen habe, habe ich festgestellt, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Habe dann aber zum Glück daran gedacht, dass ich einen Screenshot von meinen Koordinaten gemacht habe und habe dann gegen Mittag vom 3. Tag zurückgefunden. Ich habe dann mit den Blättern, die ich geholt habe, meine Base noch ein bisschen dekoriert und habe eine Kiste aufgestellt, um mein Inventar zu leeren. Dann habe ich ein bisschen mit Villagern getradet, habe den Rest von Tag 3 unter der Erde verbracht, um ein bisschen bessere Ausrüstung zu bekommen. Ich habe zwar die Aufgaben von den ersten Tagen geschafft, aber ich glaube nicht, dass die ab jetzt so easy bleiben. An Tag 4 und 5 war ich dann noch unter der Erde und habe nach Ewigkeiten auch endlich Diamanten gefunden und bin dann am Nachmittag von Tag 5 wieder ins Dorf gegangen. Im Dorf habe ich dann in einer Kiste noch 3 Diamanten gefunden und habe dann noch ein bisschen am Eingang meiner Basis weitergebaut. Vor der Basis habe ich dann ein kleines Feld gebaut, womit ich gleichzeitig Aufgabe 6 abgeschlossen habe. Und dann war Tag 5 auch schon zu Ende. Ich habe in der Nacht automatisch Aufgabe 5 abgeschlossen, weil ich schon ein Bett hatte und musste damit nur noch Aufgabe 4 machen. An Tag 7 bin ich dann mit dem Boot losgefahren, damit ich die 4. Aufgabe endlich mache. Bin erst an Tag 7 wiedergekommen und hatte ein volles Inventar mit Loot, darunter einem Diamanten und 40 Eisen. Ich habe dann noch eine zweite Kiste gecraftet, wo ich den ganzen Loot lagern konnte und habe dann den Rest von Tag 7 noch ein bisschen im Dorf geangelt. Am Morgen von Tag 8 bin ich dann unter die Erde gegangen, um Ressourcen zu farmen und habe, während ich unter der Erde war, Aufgabe 7 und 8 abgeschlossen. Ich habe mich dann am Abend von Tag 9 wieder auf den Rückweg gemacht und habe dann mit den ganzen Dias, die ich gefarmt habe, mir eine komplette Dia-Rüstung, eine Spitzhacke und eine Axt gecraftet. Dann habe ich meine Base weitergebaut, damit die ein bisschen mehr ins Höhlenfeeling passt und habe dann an Tag 13 ein Lager gebaut, was aus einigen Fässern bestand. Später habe ich dann festgestellt, dass es komplett dumm war, weil ich nie gefunden habe, was ich suche. An Tag 14 habe ich dann noch meine Basis weitergebaut, um die 9. Aufgabe fertig zu machen und habe dann am Ende von Tag 14 nur noch mein Lager einsortiert. An Tag 15 und 16 habe ich dann ein paar Stacks Holz, ein bisschen Moos und Andesit gefarmt und mit den Materialien habe ich dann angefangen, einen Turm zu bauen, um Aufgabe 10 zu erledigen.
Aber nicht wundern, gut bin ich im Bauen nicht, also erwartet keinen zu krassen Turm. An Tag 18 ist dann, während ich den Turm gebaut habe, irgendwann ein Wandering Trader gespawnt. Der hat aber nur Quatsch getradet, aber immerhin habe ich 2 kostenlose Leinen bekommen. Später an Tag 18 habe ich dann erstmal aufgehört, den Turm zu bauen und bin dann ins super sortierte Lager gegangen und habe nach kurzem Suchen genug Obsidian für den Nether Portal gefunden, womit ich Aufgabe 11 erledigt habe. An Tag 19 bin ich dann das erste Mal in den Nether gegangen und habe da natürlich erstmal eine Minute gegen Ghast gekämpft. Kurz darauf habe ich dann direkt eine Festung gesehen und habe mich sofort auf den Weg dahin gemacht. In der Festung bin ich nochmal ein paar Minuten erstmal planlos hin und her gelaufen, habe dann aber irgendwann endlich eine Blaze gefunden und konnte Aufgabe 12 abschließen. Nach weiterem planlosen Rumlaufen habe ich dann komplett unerwartet einen Wither-Skelettkopf bekommen, wurde so eine Minute später im Blaze-Spawner komplett geroastet. Ich konnte aber 8 Blaze Rocks farmen. Danach habe ich mich erstmal aus dem Nether verpisst und bin erstmal schlafen gegangen. Tag 21 und 22 bestanden dann aus Holzfarmen, Turmbauen und noch mehr Holzfarmen. Und gegen Vormittag von Tag 22 habe ich dann den Turm fertiggestellt und damit Aufgabe 10 erledigt. Die nächsten Tage sollten um einiges spannender werden, weil eine der nächsten Aufgaben ist, den Enderdrache zu besiegen. Den Rest von Tag 22 habe ich Holz gefarmt, womit ich mir bei einem Fletcher einen Bogen geholt habe. An Tag 23 bin ich dann nochmal in den Nether gegangen und habe Piglins für Enderperlen getradet. Wobei ich leider von meinen 38 Gold nur 4 Enderperlen bekommen habe. Kurz danach habe ich eine Bastion gelootet, die fast direkt beim Portal war, bin aber dabei mehrmals fast gestorben und habe sogar Engine Debris gefunden, wodurch ich dann Aufgabe 15 erledigt habe. Am Tag 24 habe ich den Nether dann kurz verlassen, bin aber später am Tag wieder rein, um Gold für Enderperlen zu farmen. Am Abend von Tag 27 habe ich den Nether dann verlassen, weil ich gar keine Lust mehr hatte, Gold zu farmen, und habe mich dann am Morgen von Tag 28 auf den Weg zum Stronghold gemacht. Ich habe dann an Tag 28 den Stronghold sogar noch gefunden, habe aber über 25 Minuten gebraucht, um das Portal zu finden. Als ich das Portal dann aber endlich gefunden hatte, bin ich direkt reingesprungen und habe gegen den Enderdrache gekämpft. Natürlich hatte der Enderdrache überhaupt keine Chance und ich war auch nie auf 4 Herzen und habe ihn deshalb dann besiegt und hatte Aufgabe 13 fertig. Ich habe mir dann das Drachenei geholt, weil ich habe mich dann auf den Weg ins erweiterte End gemacht, damit ich endlich eine Elytra bekomme. Bin dann aber, weil die erste End-City kein Schiff und somit auch keine Elytra hatte, fast eine halbe Stunde herumgeirrt, bis ich endlich eine Elytra gefunden habe. Als ich dann wieder in meiner Base angekommen bin, habe ich dann ein bisschen Zuckerrohr angebaut, weil ich wusste, dass ich für Raketen brauchen werde, und habe danach bis Tag 35 daran gearbeitet, einen Full Enchanter bekommen, weil ich jetzt, wo ich eine Elytra hatte, auch mal richtige Rüstung haben wollte. Am Abend von Tag 35 und morgen von Tag 36 habe ich dann meine Level vom Enderdrachenkampf am Full Enchanter genutzt, um meine Rüstung ein bisschen zu enchanten. Am Tag 36 habe ich bei den Villagern 1,5 Stacks Brot gekauft, damit ich endlich mal ausreichend Essen habe, und habe etwas später dann einen Villager in meine Base gebracht. Freiwillig. Der ist freiwillig mitgegangen. Danach habe ich den kompletten Tag 37 damit verbracht, ein Lesepult hinzustellen und wieder abzubauen, weil ich Mending brauchte. Und als der Villager dann endlich Mending getradet hat, war der Tag dann auch schon zu Ende. Ich hasse Villager. Am nächsten Tag habe ich dann Holz gefarmt und habe noch einen Villager eingesperrt, bei dem ich das Holz dann zu Emeralds getauscht habe. Danach habe ich mir eine Schere gecraftet, weil die 16. Aufgabe war, Seegras und Kelp zu sammeln, was unerwartet schnell ging. In der nächsten Nacht bin ich dann erst mit der Elytra rumgeflogen und als die dann kaputt war, mit dem Boot weitergefahren, um den Ozean zu erkunden. Dabei habe ich unter anderem einen Schatz und ein Ruined Portal gefunden. Ein paar Nächte später habe ich dann begonnen, die 17. Aufgabe zu erledigen, die daraus bestand, spezielle Schätze aus einem Ocean Monument zu erhalten. Um in das Ocean Monument reinzukommen, habe ich mir in der darauffolgenden Nacht TNT besorgt, womit ich dann ein Loch in die Decke vom Ocean Monument gesprengt habe und habe dann nach ewigem Suchen alle 3 Elder Garnets besiegen können. Weil ich jetzt auch endlich keine Abbaulähmung mehr bekomme, konnte ich auch anfangen, alle Schwämme mitzunehmen, habe mich dann auf dem Rückweg in meine Base gemacht, wo ich am Abend von Tag 43 ankam.
An Tag 44 bin ich dann einmal kurz in den Nether gegangen, um noch ein bisschen Ancient Debris zu farmen, aber habe dann an Tag 45 angefangen zu angeln, um die 18. Aufgabe abzuschließen. Zwischendurch habe ich dann kurz meine Axt und Brustplatte auf Netherite geupgradet, habe dann weiter geangelt und an Tag 54 habe ich dann nach tagelangem Angeln endlich ein verzaubertes Buch bekommen, wodurch Aufgabe 18 endlich fertig war. Gegen Abend von Tag 54 habe ich mich mit meiner Elytra auf den Weg gemacht, weiter die Welt zu erkunden, weil die 19. Aufgabe war eine Wüste und die 20. Aufgabe war ein Dschungel zu erkunden. 2 Tage später habe ich dann eine Wüste und ein Dschungel direkt nebeneinander gefunden und konnte beide Aufgaben abschließen. Auf dem Rückweg bin ich dann an einem Korallenriff vorbeigekommen, wo ich direkt ein paar Korallen mitgenommen habe und bin dann in der Nacht von Tag 58 in meiner Base angekommen. Am nächsten Tag habe ich mich dann mit Aufgabe 21 beschäftigt, die daraus bestand, ein Museum für seltene Items zu bauen, und bin dann nochmal in den Nether gegangen, um noch mehr Ancient Debris zu farmen. Bin dann aber mit einem neuen Ancient Debris wieder zurückgegangen. Am nächsten Tag habe ich dann Holz gefarmt, woraus ich Emeralds gemacht habe, und habe dann meine Spitzhacke und meinen Helm auf Netherite geupgradet und dann weiter Holz gefarmt. Nachdem dann an Tag 66 die Sonne untergegangen ist und ich geschlafen habe, habe ich weiter Holz gefarmt und habe dann etwas später, weil Holzfarm langweilig wurde, eine kleine Kaktusfarm gebaut. An Tag 68 bin ich dann nochmal in den Nether gegangen und habe wieder Ancient Debris gefarmt und habe damit am nächsten Tag meine Hose zu Netherite geupgradet. Die nächsten 45 Minuten habe ich dann wieder Holz gefarmt. An Tag 71 habe ich mein Boot genommen und bin losgefahren, um die 22. Aufgabe zu erledigen. Auf der Suche nach einer Savanne bin ich an mehreren Dörfern vorbeigekommen, wodurch dann die 24. Aufgabe fertig war, weil Verzauberungsbücher hatte ich schon. An Tag 73 habe ich dann eine Savanne gefunden, habe aber statt Gras und Lehm Akazienholz und Setzlinge mitgenommen, weil es für mich mehr Sinn ergab. In der Nacht von Tag 73 war meine Erkundungstour dann zu Ende und ich bin wieder an meine Base gegangen und bin dann am nächsten Tag in Nether und hatte 2 Tage später endlich genug Netherite, um meine kompletten Dia-Sachen auf Netherite zu upgraden. An Tag 77 habe ich dann in meiner Base einen Raum für die Villager gebaut und habe am nächsten Tag damit angefangen, wegen der 23. Aufgabe ein Zoo zu bauen. Danach habe ich bei den Villagern ein bisschen Trades resettet und habe am Ende sogar Unbreaking 3 bekommen und habe danach den Tag ein Schwein im Boot bis in mein Zoo transportiert und es Technoblade genannt. An Tag 82 und 83 habe ich Technoblade dann ein schönes Gehege gebaut und habe mich dann auf die Suche nach weiteren Tieren für mein Zoo gemacht. An Tag 83 habe ich auf meiner Suche einen Pillager-Outpost gefunden und mich dazu entschieden, einen Pillager zu entführen und saß dann am darauffolgenden Tag 15 Minuten lang mit dem Pillager in einem Boot, damit seine Armbrust kaputt geht, und habe ihn dann eingesperrt und mit einem Nametag benannt, damit er nicht despawnt. Die nächsten paar Tage habe ich dann noch ein kleines Aquarium für einen Fisch gebaut und den Zoo generell etwas verschönert und war dann auch mit Aufgabe 23 fertig. An Tag 91 und 92 habe ich ein bisschen mit 2 neuen Villagern getradet, habe danach angefangen, Material für eine Enderman Farm zu sammeln, weil ich von der 26. Aufgabe dazu gezwungen wurde. An Tag 94 habe ich mich dann auf den Weg ins End gemacht, um die Farm zu bauen, war aber zu dumm, ums Endportal zu finden und bin erstmal ein bisschen planlos rumgelaufen. Als ich es dann endlich geschafft habe, das Portal zu finden, habe ich im End direkt damit begonnen, die Enderman Farm zu bauen und war nach 2 ganzen Tagen fertig. Ich bin dann bis auf Level 40 gegangen und habe das End verlassen und mir ist dann erst aufgefallen, dass schon Tag 96 war und ich noch 2 Aufgaben machen musste. Deshalb habe ich nicht geschlafen, sondern mich direkt an die Arbeit gemacht, eine Sandburg für Aufgabe 25 zu bauen. Ja, ich war zu faul, eine richtige Burg zu bauen. Die letzten 4 Tage habe ich dann die Burg fertiggestellt und habe darin eine kleine Statue errichtet und hatte damit alle Aufgaben, die mir von ChatGPT gegeben wurden, erfolgreich innerhalb der 100 Tage abgeschlossen. Meinst du, es ist möglich, 30 1v1s in einer Stunde zu gewinnen? Glaubst du nicht? Dann klick doch jetzt mal auf das Video hier und guck, ob ich es hinbekommen habe.